Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe von Ubisoft ein kleines Geschenk letzte Woche bekommen und eigentlich nicht von Ubisoft, sondern von einer Person, die ihr alle aus dem Assassin's Creed Universum kennt, und ich bin mega hyped, es euch zu zeigen. Was es damit auf sich hat und wie es dazu gekommen ist, dass ich es bekommen habe, das erfahrt ihr heute. Ihr wisst ja, ich bin Teil der Mantas Guild und das heißt, ich bekomme ab und zu exklusiven Zugang zu DLCs zum Beispiel vorab oder zu irgendwelchen interessanten News. Das heißt also, wenn ihr davon nichts verpassen wollt, und hier werdet ihr jetzt definitiv nicht verpassen, dann lasst jetzt gerne ein Abo da. Auf jeden Fall fangen wir an mit der Story. Ihr wisst, ich bin in der Mantas Guild, ganz klar, und das ist eine Gruppierung von Ubisoft, die Leute unterstützen möchte, die sich für Assassin's Creed einsetzen, zum Beispiel Cosplayer oder Content Creator oder auch Personen aus Reddit-Foren, die da zum Beispiel Reddit-Foren leiten oder Events kreieren. Und ja, ich wurde glücklicherweise eingeladen vor ein paar Monaten. Ich bin jetzt seit April dabei und ich muss sagen, ich bin extrem dankbar, dass ich von Ubisoft diese Chance bekommen habe. Ich muss halt ein bisschen ausholen, damit ihr versteht, wie es zu diesem Geschenk gekommen ist, denn es ist sehr speziell. Ich habe von der Mantas Guild in der Vergangenheit extrem viel Support bekommen. Ich habe nicht nur ein Willkommensgeschenk bekommen mit einer wunderschönen Box, mit einer Eingravierung, wie hier oben zum Beispiel, oder einer wunderschönen Figur, oder wie dieser Aufsteller hier zum Beispiel, der jetzt unser schönes Video hier krönt, sondern auch natürlich noch viel mehr. Ich habe auch Vorabzugriff zum Zorn der Druiden DLC bekommen und konnte dadurch euch als allererstes mit den anderen großen Content Creatoren mit Infos versorgen, ja, zum DLC. Ich konnte euch meine Meinung dazu sagen und da bin ich wirklich dankbar für, und diese Chance habe ich auch extrem genutzt, und vielleicht gibt es ja auch in der Zukunft fürs Paris DLC Vorabzugriff. Ich weiß es noch nicht, also wirklich, aber vielleicht kommt da was, und dann seid ihr natürlich hier als allererstes am Start, wenn ich das raushaue, und seid die Ersten, die die Infos bekommen zum Paris DLC. Wenn der gute Pedder das vorher nicht schon in den Game-Dateien findet. Neben diesen Dingen wurde mir auch die Möglichkeit gegeben, mit Spieleentwicklern Interviews zu führen, Fragen zu stellen, und der letzte war zum Beispiel Hugo Saoke aus Bordeaux, und das hat der Zorn der Druiden gemacht, und da konnte ich zum DLC Fragen stellen und mir schon vorab ein paar Informationen einholen und auch so ein paar Insights, zum Beispiel auch die Info mit den Runen, ja, mit den Odin-Runen, was da alles kommt, dass das über Free Updates nachgefüttert wird und nicht mit den DLCs. Das geilste Geschenk war wirklich diese blaue Box, die ihr hier seht. Ich muss mal gucken, da ist sie mit dem Horn. Das war wirklich genial. Ich zeig's euch mal. Da hatten wir nämlich mit den Mentoren aus Deutschland ein Treffen, digital, und da hat sich das Team von Ubisoft die Mühe gemacht, extra so für sich so ein Studio aufzubauen, wo sie dann ja quasi gestreamt haben, und der Hintergrund sah wunderschön aus, und jeder hat so eine Box bekommen, die er erst aufmachen durfte, als das Treffen losging, und es war halt wie gesagt diese Box, und da war zum Beispiel das Horn drin, da war Met drin, da war Wikingerbier drin, also so norwegische Snacks, richtig cool, und dann haben wir so Armbänder gemacht, die irgendwie typisch sind. Und vieles mehr, und wir hatten sogar mit dem Synchronsprecher von Eivor ein Rätsel. Das heißt also, er hat uns ein Rätsel gestellt, währenddessen wir quasi da digital bei Teams ihm zugehört haben. Mega geile Aktion, und so etwas wurde mir möglich gemacht. Da hingegen nochmal ein großes Dankeschön, und ich feiere wirklich diese Art von Support, diese kleinen Details, so mit diesen norwegischen Snacks und ich frage mich, was da alles noch kommen wird. Werden wir ein Paket bekommen, wo es französische Süßigkeiten gibt? Das wäre ziemlich lustig. Wäre vorhersehbar. AC Community Team, ich hab euch im Auge, ja. Auf jeden Fall danke für den Support. Klar, der Support fürs Spiel ist auch da von einer anderen Abteilung, aber der Support für die Mentoren und für die Content Creator ist grandios. Und gerade, weil ihr müsst überlegen, ich investiere halt neben meiner Arbeit noch extrem viel Zeit und verdiene ein kleines Taschengeld. Aber diese Art von Support ist dann natürlich noch umso schöner, und da freut man sich umso mehr, wenn man so eine Möglichkeit hat. So, und was war jetzt das Geschenk? Bevor wir uns das angucken, möchte euch noch jemand etwas sagen. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor. Wie geil ist das denn? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das Outro findet. Das wird jetzt in jedem Valhalla-Video zu hören sein und zu sehen sein. Es lohnt sich also bis zum Ende zu schauen. Ich feiere es jedes Mal, wenn ich es mir anhöre. Danke Bernd, ja, danke für diese Nachricht, und ich würde sagen,
Bis dahin, tschüss und ciao mit V.